Wie agiere ich opportunistisch im Markt, ohne dabei ein Vermögen ausgeben zu müssen? Jedes Unternehmen, ob klein, Mittelstand oder Konzern, hat es erlebt, man wollte einen Prototypen im Markt verproben, hat dafür, gelinde gesagt, ein kleines Vermögen ausgegeben und es ist gescheitert. Das heißt, jeder hat es schon probiert, opportunistisch zu agieren, den wenigsten ist es gelungen. Wie kann ich also dieses Problem umgehen? Wir nennen das Business Case Prototyping. Business Case Prototyping setzt sich für uns aus zwei Facetten zusammen mit einem klaren Ergebnis. Die erste Facette ist, ich definiere ganz klar eine Metrik, ein Koordinatensystem, in dem ich messbar nachweisen kann, ob ich etwas richtig oder falsch mache. Zu dieser Metrik gehört ganz klar eine Zielvorstellung. Ich muss also wissen, was für mich Erfolg ist. Und da gehört auch ein Startpunkt dazu. Und der Startpunkt, der ist deutlich schwieriger zu identifizieren, denn das ist der zweite Teil des Business Case Prototyping. Ich muss identifizieren, wo ich stehe, von wo komme ich. Wenn ich das erste Mal eine Metrik einführe, wenn ich das erste Mal echte Messbarkeit einführe, werde ich feststellen, oh, ich habe zwar sehr, sehr viele Maßnahmen bereits ergriffen, aber zahlten die wirklich darauf ein, mein Ziel zu erreichen? Vielleicht, vielleicht auch nicht, meistens nicht. Jetzt muss ich also herausfinden, wo stehe ich wirklich. All die Dinge, die ich intern getan habe, haben ja zu Ergebnissen geführt. Ich muss nur herausfinden, welche. Bin ich bereits in der Lage, nicht nur ein Produkt umzusetzen, sondern dieses Produkt auch zu meinen Kunden zu bringen, was bedeutet eine Vor-Ort-Installation, den Kunden onzuboarden, gegebenenfalls Schulung durchzuführen, dann ihm zu helfen, seine eigenen Mitarbeiter in das Produkt hineinzuführen. Da gibt es unfassbar viele Facetten. Also bin ich in der Lage, meine Kunden onzuboarden und so, dass die auch dauerhaft meine Lösung nutzen wollen. Und das Dritte, bin ich dann in der Lage, diese Lösung dauerhaft zu betreiben, also zu einem Erfolg zu führen, weil sie so verfügbar ist, wie meine Zielgruppe es von mir erwartet. Diese beiden Facetten werden meistens außer Acht gelassen. Wir nennen das Fulfillment und Assurance. Und wir finden heraus, ob das Unternehmen intern darauf vorbereitet ist. Das Gleiche muss ich extern tun. Ich muss gucken, nimmt mich meine Zielgruppe wahr als Zulieferer einer digitalen Lösung? Die kurze Antwort darauf lautet nein. Woran liegt das? Ich möchte im Grunde wiederkehrende Einnahmen mittels digitaler Mittel erreichen. Warum kann ich also mit Fug und Recht behaupten, dass eure Zielgruppe nicht als solches wahrnimmt? Nun ja, schaut euch mal Microsoft und Adobe an, die haben es vorgemacht. Voll digitale Unternehmen haben ihr Geschäftsmodell gewandelt von einem Lizenzmodell Einmalkosten zu einem Abo-Modell wiederkehrende Kosten. Und das hat sie Jahre gekostet. Rein digitale Anbieter. Das heißt, der Wandel hat nicht im Unternehmen als solches stattgefunden, sondern innerhalb der Zielgruppe. Die Zielgruppe musste überzeugt werden, diesen Weg mitzugehen. Und genau das tun wir in dem zweiten Schritt des Business Case Prototyping. Wir finden raus, wo die Zielgruppe steht und welche Maßnahmen notwendig sind, um diese mit zu transformieren. Denn die digitale Transformation findet nicht nur intern statt, sondern auch extern. Ich muss meine Zielgruppe mitwandeln, damit sie mich als Anbieter dieser Lösung wahrnehmen. Setzt sich also zusammen aus zwei Dingen, der Metrik und dem eigentlichen Startpunkt. Denn wenn wir wissen, das ist unser Koordinatensystem, hier wollen wir hin und von hier kommen wir, dann ist, glaube ich, offensichtlich, dass wir daraus ableiten können, und das ist der dritte Teil unseres Business Case Prototypings, aber das ist das Ergebnis, dass wir sagen können, diese Maßnahmen müsst ihr ergreifen, um euer Ziel zu erreichen. Und das können wir sogar durch Messungen belegen.